Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik, wir befinden uns mal wieder in Kroatien, genauer gesagt in Istrien bei der Stadt Rovinj. Und die ist einfach traumhaft schön. Hier haben wir einen Campingplatz für euch entdeckt, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Und zwar den Porton Nature Hideouts. Den schauen wir uns an direkt nach dem Intro. Dann starten wir doch auch direkt an der Rezeption. Hier könnt ihr in der Nebensaison übrigens sehr viel Geld sparen, indem ihr einfach eure AXI und eure ADAC-Karten mit dabei habt. Link dazu findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und jetzt fahren wir rein auf den genialsten Campingplatz in der Nähe von Rovinj. Und zwar befindet sich dieser gerade 15 Minuten zu Fuß von der wunderschönen Altstadt entfernt. Die Mobile Homes, die wir hier sehen, die wurden 2022 während unseren Aufenthalts fertiggestellt und sie besitzen alle einen eigenen Pool. Also wer gerne Urlaub im Mobile Home macht, der ist hier goldrichtig. Ansonsten muss ich euch leider mitteilen, gibt es hier auf dem Campingplatz keinen Pool. Sprich, für Kinder vielleicht nicht unbedingt das Allerschönste. Allerdings befindet sich das Meer nur 2 Minuten entfernt, sprich aus dem Campingplatz raus, über die kleine Straße drüber und ihr seid direkt am Strand. Hier schauen wir uns jetzt mal den Supermarkt an. Hier habt ihr auch wirklich eine große Auswahl. Ich denke, hier bekommt ihr das, was ihr braucht. Ansonsten sind hier die großen Supermärkte nicht weit von dem Campingplatz entfernt. Und wir schwingen uns auf dem Roller und fahren den Campingplatz weiter ab. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Restaurant. Und zwar das Restaurant Natura. Und wir waren leider erst am letzten Abend hier beim Essen. Und es war ein Gedicht, also so mega lecker. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Auch wirklich sehr stilvoll eingerichtet. Ich hatte einen Burger, der war in der Farbe grün. Total skurril, war aber wirklich sehr lecker. Ansonsten, wie gesagt, die Altstadt von Rovinj ist 15 Minuten zu Fuß entfernt. Einfach hier einen Abstecher machen und ihr findet die besten Lokale ever. Übrigens gibt es direkt gegenüber, links, gibt es auch so eine kleine Konoba. Und hier gibt es Freitag und Samstags, meine ich, frisches Spanferkel. Wärmstens zu empfehlen. Hier haben wir noch die ein oder anderen Mobile Homes, das sind alles verschiedene Modelle. Aber wie da die Preislage ist und alles, da müsst ihr tatsächlich mal im Internet schauen. Link dazu werde ich euch auf jeden Fall hier mit in die Videobeschreibung packen. Und wie gesagt, ich fand sie sehr schön, die Mobile Homes. Ich werde dieses Jahr sicher nochmal hinfahren. Und vielleicht kann ich ja das ein oder andere Video machen über diese Mobile Homes. Wie ihr sehen könnt, sind wir quasi wieder unten an der Rezeption. Jetzt fahren wir rechts entlang. Jetzt fahren wir endlich zu den Campingplätzen. Und ja, hier der Blick direkt auch schon auf die Altstadt Rovinj mit dem Wahrzeichen der Stadt. Und zwar der Kirche der heiligen Euphemia. Lasst euch also einfach von dem italienischen Flair und Charme der Stadt verzaubern und genieße la dolce vita. Vorab kann ich euch schon mal sagen, der Campingplatz ist sehr terrassenartig aufgebaut. Also ich meine, der größte Platz hat um die 98 Quadratmeter. Und dann schauen wir uns doch am besten gleich mal ein Sanitärhaus an. Wie ihr ja schon wisst, ist es mir extrem wichtig, wie die Sanitärhäuser sind, vor allem wie sauber sie sind. Und auch hier kann ich sagen, sie waren wirklich sauber, es gab nichts zu beanstanden, Wasser einwandfrei, Dusche, hat wunderbar alles funktioniert. Wie gesagt, für mich super wichtig. Wie ich aber schon mitbekommen habe, ist es einigen von euch auch sehr wichtig, wie die Sanitärhäuser aussehen. Ja, es ist halt einfach so. Und hier hat alles gepasst. Selbstverständlich haben die Damen ihren eigenen Bereich.
Da flitzen wir auch noch mal kurz durch, damit ihr wisst, worauf könnt ihr euch einstellen. Wie sieht das in etwa alles aus? Hier haben wir einen Überblick. Wo ist die Waschmaschine? Wo könnt ihr euer Geschirr abspülen? Wo befinden sich für die kleinen Kinder die Duschen oder gar die Wickelräume? Wie gesagt, es war alles sauber. Test bestanden. Ich bin einfach der Sanitärtester. Hier die Waschmaschinen. Wir haben es nicht getestet, wir haben sie nicht gebraucht. Gehe mal stark davon aus, dass es wunderbar funktioniert hat. Die Dusche für die Kiddies. Hier der Abwasch. An der Seite befindet sich der große Campingplatzplan. Wem das hier zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken, dann könnt ihr ihn euch nochmal genauer ansehen. Was ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, das sind Auffahrkeile. Die braucht ihr hier unbedingt. Also wer noch keine Auffahrkeile hat, unbedingt sich welche zulegen. Ansonsten werde ich euch jetzt einfach noch einen Link mit hier in die Videobeschreibung packen, damit ihr die richtigen Auffahrkeile dabei habt. Hier befinden sich weitere Mobile Homes oben auf dem Berg. Ich denke tatsächlich, dass es auch wahrscheinlich die beste Lösung war, hier noch Mobile Homes aufzubauen, weil es mit dem Camper richtig schwer werden würde, hier hochzufahren. Da fahren wir jetzt eine kleine U-Schleife und dann geht es aber auch direkt wieder weiter mit den Stellplätzen hier auf dem wunderschönen Porto Nature. Wie gesagt, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und ich werde auch wieder kommen. Also das darf man sich nicht entgehen lassen, vor allem die Stadt Rouvin, die ist so malerisch, so ja, wirklich la Dolce Vita. Genial, also wer schon dort war, der weiß, wie wunderschön die Stadt Rouvin ist. Im Übrigen gibt es auch die Venezia Line Service, sprich hier könnt ihr von Rouvin nach Venedig in nur 4 Stunden mit dem Boot rüberfahren und einen schönen Tag in Venedig verbringen. Wie da jetzt die Abfahrtzeiten sind, weiß ich leider nicht, aber ich werde euch einen Link dazu mit in die Videobeschreibung packen und hier nochmal mit einblenden. Selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit mit eurem Liner, wie hier zum Beispiel mit dem Concorde, auch hier Urlaub zu machen. Die Plätze sind vorhanden. Auch hier befinden sich noch ein paar Mobile Homes. Wer also noch kein Wohnmobil, Wohnwagen, Zelt hat, kein Problem. Auch ihr habt die Möglichkeit, hier einen wunderschönen Urlaub zu verbringen. Ansonsten kann ich euch natürlich ein Wohnmobil wärmstens empfehlen. Interessante Wohnmobile findet ihr auch hier auf dem Kanal. Wir waren auch in unserem Sommerurlaub hier 2022 sehr froh, dass es so viele Schattenplätze gab, denn es war extrem heiß in Rouvin. Wir hatten eine Wassertemperatur von sage und schreibe 28 Grad. Also die Schattenplätze sind hier ein Träumchen. Ja, man muss sagen, diesen Sommer war es absolut Gold wert. Also ich bin generell einer, der gerne in der Sonne ist, aber das war teilweise auch mir zu viel. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, hier könnt ihr euer Restmüll entsorgen. Da gibt es mehrere Tonnen hier auf dem Platz verteilt. Und ich zeige euch, wo ihr euer Grauwasser entsorgen könnt. Das befindet sich alles hier. Sowie auch eure Chemietoilette. Könnt alles hier entsorgen. Euer Wohnmobil dürft ihr natürlich hier nicht waschen. Aber das versteht sich ja von selbst. Worauf ich ungern verzichte beim Campen, das ist eine Hundedusche. Für meinen Hund verdammt wichtig. Dieses Schwarz, dieses heizt sich auf. Das ist übrigens Jordan. Auch hier haben wir nochmal ein Sanitärhaus. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das machen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf, damit ihr wisst, wie es hier aufgebaut ist. Und ansonsten, es war sauber. Wir gehen jetzt zurück an die Rezeption. Und was ich euch unbedingt noch ans Herz legen möchte, ist die Stadt Rouvin. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt, direkt an der Westküste von Kroatien, die für ihre malerischen Gassen,
historische Gebäude und wunderschöne Strände einfach bekannt ist. Die Stadt selbst hat eine lange Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht und ist heute ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Der charmante Flair der Altstadt mit ihren engen Gassen und den zahlreichen Restaurants, Bars und Cafés entlang der Küste einfach phänomenal. Und hier jetzt nochmal der Blick auf die heilige Euphemia. Das ist das Wahrzeichen von Rovinj. Diese wurde nach 11 Jahren Bauzeit 1736 eröffnet. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich, sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß mit euch gemacht. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Video, entweder mit dem nächsten Wohnmobil oder gerade mit dem nächsten Campingplatz. Ciao, euer Dominik.